Gerade jetzt zur Weihnachtszeit triggert mich die Nacht- bzw. Lowlight-Fotografie am allermeisten. Alles ist beleuchtet, man hat tolle Hell-Dunkel-Kontraste und findet jede Menge interessante Motive, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Vor kurzem war ich ja auch dazu mit der kleinen Fuji nachts in Luzern unterwegs und im Anschluss an dieses Video kam die eine oder andere Frage zu meinen Einstellungen, also Verschlusszeit, Blende und ISO. Diese Infos hatte ich ja bei den Bildern nicht eingeblendet, deshalb gibt es heute noch ein kleines Video zu meinen Settings an der Fuji, die ich nicht nur an der kleinen Fuji X106, sondern auch beispielsweise an der Fujifilm X-T5 nutze. Diese Einstellungen funktionieren aber auch genauso gut bei jeder anderen Kamera. Das Ganze ist auch keine Raketenwissenschaft und der eine oder andere macht es vielleicht auch komplett anders. Ich mache es mir aber immer relativ einfach, gerade weil ich nicht immer die Kamera neu einstellen und mich mehr auf die Motive konzentrieren möchte. Meistens bin ich nachts mit einem 23 oder 35 mm Objektiv unterwegs. Natürlich kann man auch ein 50er oder irgendeine andere Brennweite nutzen. Wichtig ist für mich eigentlich nur, dass es ein lichtstarkes Objektiv ist, mit einer möglichen Offenblende von f2 oder noch besser. Da es keine lichtstarken Zoom-Objektive für die Fuji gibt, nutze ich hierfür meistens die Festbrennweiten, also beispielsweise ein 23 mm f2 oder ein 33 mm f1.4. Um so viel Licht wie möglich auf den Sensor zu bekommen, wird die Blende auch komplett geöffnet. Bei den kleinen Fujinions ist das beispielsweise dann f2. Bei den ISO-Einstellungen nutze ich meistens die ISO-Automatik der Fuji, denn dort gibt es 3 Speicherplätze, wo man unterschiedliche ISO-Bereiche abspeichern kann. Also einen Bereich, in dem sich der ISO bewegen darf, was ganz praktisch ist, da die Kamera dann selbstständig den passenden ISO auswählt und auch diese Einstellung nicht unter- oder überschreitet. Immer abhängig davon von den vorhandenen Lichtverhältnissen und somit auch Blende und Verschluss, wo wir gleich noch dazu kommen. Da ich diese Einstellung nicht nur bei Lowlight, sondern auch tagsüber nutze, ist mein ISO-Bereich in den meisten Fällen von 125 bis 3200 definiert. Tagsüber oft auch nur auf 1600. Die Fuji ist ja leider kein Lowlight-Monster. Was man bei den automatischen ISO-Einstellungen auch noch definieren kann, ist die Minimum-Verschlusszeit. Damit wird die niedrigste Verschlusszeit definiert, die die Kamera beim Auslösen setzen darf. Allerdings wird dieser Wert in jedem Fall unterschritten, wenn der Sensor dann doch zu wenig Licht bekommt. In diesem Fall bleibt einem dann nichts anderes übrig, als den ISO zu erhöhen. Zu Analogzeiten gab es die Faustregel, dass die Minimum-Verschlusszeit das Doppelte der eingestellten Brennweite sein sollte, um unscharfe Bilder zu vermeiden. Also beispielsweise 1/70 Sekunde bei einer Brennweite von 35 mm. Da ich auch nachts gerne scharfe Bilder mag, bin ich bei der Minimum-Verschlusszeit immer wieder am Experimentieren. Aktuell nutze ich eine Verschlusszeit von einer Hundertstel bis 160 Sekunde. Immer abhängig davon, wie viel Bewegung im Motiv ist. Laut der Faustregel könnte ich jetzt bei einem 23er oder 35er die Verschlusszeit auch noch weiter reduzieren. Was aber meiner Meinung nach noch zu wenig ist, wenn man bewegte Motive wie beispielsweise gehende Menschen hat. Da hilft der Bildstabilisator der Kamera dann auch nicht mehr viel. Da sich die Kamera mit diesen Einstellungen im Blendenprioritätsmodus befindet, also Verschlusszeit sowie ISO im Automatikmodus, kann ich meine Belichtung jetzt nur noch mit dem Belichtungsrad anpassen. Und das ist aus meiner Sicht auch absolut notwendig, da die Kamera sonst zu hell belichtet. Sie pusht den ISO und reduziert die Verschlusszeit, um die dunklen Bereiche heller zu bekommen. Deshalb steht das Belichtungsrad nachts an meinen Fujis meist auf -1, manchmal sogar auch bis -2, um vor allem die hellen Bereiche des Motivs etwas mehr zu schützen. Das Ganze hat auch noch einen weiteren Vorteil. Durch diese Unterbelichtung erhöht sich die Verschlusszeit und damit wieder die Chance auf schärfere Bilder. Sofern noch genügend Restlicht vorhanden ist, lässt sich damit auch der ISO wieder senken.
Wer den Blendenmodus nicht mag, kann das Ganze auch im manuellen Modus machen. Also den ISO, die Verschlusszeit, die Blende sowie die Unterbelichtung manuell steuern. Wenn man in Übung ist und genügend Erfahrung gesammelt hat, kann das sicherlich fast genauso schnell gehen. Insbesondere wenn man hierzu das vordere und hintere Drehrad nutzt, um den Verschluss und ISO zu steuern. Mit der Einstellung T und C auf den Verschlusszeiten sowie dem ISO-Rad kann man die Steuerung auf die Einstellräder an der Kamera legen. Was nachts oder wenn man nicht auf die Kamera schauen möchte, absolut praktisch ist. Absolut praktisch ist auch die Rauschreduzierung in Lightroom. Vor allem, wenn man mit ISO 6400 oder höher unterwegs war. Das Rauschen kann manchmal ganz gut aussehen, aber bei diesen hohen ISO-Werten wird es dann oft schon grenzwertig. Mit der Entrauschfunktion kann man das Rauschen reduzieren und das Ergebnis wird als neue DNG-Datei abgespeichert. Ich nutze die Rauschreduzierung meist mit einem Wert von 40. Alles darüber bzw. stärker sieht für meinen Geschmack etwas komisch aus. Wer es noch nicht getestet hat, kann es ja gerne mal selbst versuchen. Lowlight-Fotografie kann absolut Spaß machen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit finden sich auch jede Menge Motive. Und auch der eine oder andere Glühweinstand. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Wie immer ist das für alle interessant, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das war's von mir für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.